Hallo zusammen und willkommen zurück bei The British Pint. Mein Name ist Christoph und heute möchte ich ein bisschen was zum zweiten Teil der Reihe Wie geht Cask Ale präsentieren, nämlich ein bisschen was zu dem Thema, wie kann man Cask Ale zu Hause machen. Wir haben ja in dem letzten Video gehört, wie das Ganze prinzipiell funktioniert und wie das Ganze in einer Brauerei und in einem Pub läuft. Und wenn man zu Hause das Ganze nachmachen möchte, gibt es natürlich eine ganze Reihe von Hürden, die man überwinden möchte. Als erstes muss man natürlich selber ein Bier brauen, was die richtige Karbonisierung hat und was einem englischen Stil entspricht. Das ist, glaube ich, relativ einfach, solange man einen guten Karbonisierungsrechner hat und ein gutes Rezept hat. Das kriegt ihr, glaube ich, hin. Falls ihr Inspirationen zu den Rezepten braucht, gibt es natürlich auch jede Menge Videos auf meinem Kanal. Dann kommt das Ganze ziemlich schnell zu dem Thema, wie serviert man das? Und da geht es eben um diese Eigenschaften von Cask Ale, die man so gerne erreichen möchte. Ich hatte ja schon mal erzählt, dass ich wirklich so versuche, so eine bestimmte Art und Weise, wie das Cask Ale mir in England geschmeckt hat, dass ich das reproduziere. Und das ist wirklich schwierig, weil dafür muss das Bier auch genau richtig fermentieren, was ich jetzt ohne Fermentationskontrolle kaum hinkriege. Aber dazu haben wir auch mal eine Reihe Infos ich glaube, das war eine Videobeschreibung von meinem Tasting zum Fullers ESB und Fullers London Porter Clone gehabt. Das war so ein langer Thread zum Thema Fermentierung englischer Ales, den ich in die Videobeschreibung gepackt habe. Ansonsten gibt es mittlerweile auch im Hobbybrauerforum einen Thread, wo ich das Ganze zum Thema britische Hefen ein bisschen zusammengefasst habe, was es da an Infos gibt, die man sich suchen kann, damit das Ganze wirklich gut schmeckt. Dann muss man natürlich sein Bier auf die richtige Temperatur bringen. Ich hatte ja im letzten Video gezeigt, dass es wahrscheinlich einen Einfluss hat, wenn man das Bier nicht nur bei 10 bis 12 Grad serviert, sondern auch bei 10 bis 12 Grad lagert. Und ich habe mittlerweile einen kleinen Kühlschrank unten im Keller stehen, wo ich so einen Bereich zwischen 12 und 6 Grad einstellen kann. Das ist echt super für Gärung und Lagerung. Ich habe noch kein untergäriges Bier da gebraut, weil es ein bisschen knapp ist mit dem Gärkolben bei meinen 5 Liter Flaschen. Aber vielleicht werde ich das im Sommer auch mal nutzen, falls ich dann zum Beispiel nochmal so mexikanisches Bier nachmachen möchte, wie ich das letztes Jahr mit den Maisflocken gemacht habe. Die nächste Frage ist dann, wie serviert man das so, dass es wie in England aus einer Handpump oder Beer Engine kommt? Und da gibt es ein sehr interessantes System, was man in einem Video, es gibt wieder ein Video vom Craft Beer Channel, wo er eigentlich erklärt, was man machen muss, aber man kriegt nicht alle Infos. Da war ich sehr frustriert. Ich verlinke es euch trotzdem in der Videobeschreibung, denn es gibt in England Beer Engines, die haben direkt den richtigen Anschluss, um sie an so ein Brew-in-a-Bag-System anzuschließen. Also das hier ist zum Beispiel lokaler Apfelsaft aus der Gegend. Da ist ein Karton, innen drin ist eine Plastiktasche und die ist gefüllt mit Apfelsaft und dann zapft man das hier aus diesem, ja, so ein kleiner Zapfhahn. Und dann wird die Tasche immer kleiner und dann kommt es raus, kein Sauerstoff geht rein, das Ganze hält lange, ist super gemacht. Und wenn man jetzt hier ganz genau drauf guckt, dann steht auf der Markierung von diesem Zapfhahn auch schon drauf, welche Marke das ist, die dieses System anscheinend patentiert hat. Das ist nämlich eine französische Marke namens Vitop. Und diese Marke bietet auch Adapter an, die dann von den Engländern für ihre Handpumps benutzt werden. Und so einen Adapter habe ich mir mittlerweile gekauft. Wenn ich den Link noch finde, dann werde ich auch den Link in die Videobeschreibung packen, wo ich die her habe. Das war ein belgischer Händler, weil man kriegt die zwar für einen Apfel und ein Ei, aber nur, wenn man 100 Stück dafür kauft. Und ansonsten, ich glaube, der belgische Händler hat mir dafür 12 Euro das Stück abgeknöpft oder sowas. Und normalerweise kosten die halt 5 Euro. Ne? Also typisches Händler-Dasein, aber es war der einzige in Europa, den ich jetzt hier so greifbar hatte. Was man hier hat, ist halt so ein System, was man hier aufstecken kann und was dann hier oben den Druck festschraubt und dann ist das Ding konstant offen und hier hat man einen Adapter für 10 mm Innendurchmesser für einen Plastikschlauch, Silikonschlauch. Das sind genau die Schläuche, die ich auch habe. Und dann könnte man eigentlich hingehen und das Ganze hier raus zapfen und in eine Handpump ausschenken. Jetzt bin ich allerdings, auch wenn es bei eBay UK relativ günstige Angebote gibt, kein Fan davon, einfach loszugehen und mir irgendwas zu kaufen, ohne zu wissen, ob das Ganze auch wirklich so schmeckt, wie ich möchte. Das heißt, was ich jetzt an der Stelle kurz unterbreche und vielleicht im nächsten Video weitermache zum Thema Handpump und wie man das Ganze dann entsprechend serviert und zapft. Aber gucken wir mal, ob das klappt. Erstmal muss das Bier was werden. Und deswegen habe ich jetzt im Keller mein zweites Bier, was ich in so ein Bag in a Box, genau so heißt das, Bag in a Box abgefüllt habe. Ganz wichtig ist, dass das nicht Überdruck erzeugt, sonst platzt euch die Tasche und das Ganze fließt aus. Also die ist gar nicht druckbeständig. Wenig Karbonisierung sollte das Ziel sein. Ich bin, glaube ich, auf 2,5 Gramm pro Liter CO2 beim ersten Bier gegangen. Ich habe allerdings vergessen, das Wasser anzupassen. Das Bier, ich zeige euch, wie ich das abgefüllt habe, das ist wirklich so milchig trüb. Die Hefe war da, die S04 hat sich überhaupt nicht abgesetzt, weil mein Bier ja
einen sehr hohen Maische-pH, ich glaube 5,8, wenn ich das nicht anpasse. Und die Hefe war einfach mit den Bedingungen nicht zufrieden und hat sich nicht abgesetzt. Kann man völlig vergessen. Und ich weiß, dass die S04 keine Hefe ist, die ewig in der Schwebe bleiben sollte. Also normalerweise ist die schon mittelflokulierend. Das habe ich dann wohl oder übel so weggetrunken. Tatsächlich war Mundgefühl sehr interessant, Geschmack sehr hefig, aber drum um das Hefige rum auch vielleicht ganz gut. Mal gucken, kann man schwer einschätzen. Jetzt habe ich ein neues Bier gemacht, das habe ich noch nicht probiert und das probiere ich jetzt gleich live für euch und ich zeige euch auch, wie ich das abzapfe im Keller. Nämlich, da habe ich die Fullers Hefe genommen. Ich hoffe, es gibt keinen Apfelnebengeschmack. Toi, toi, toi. Und ich habe, glaube ich, einfach so ein Standardmalzrezept. So ein bisschen Karamellmalz rein. Und dann hatte ich im Internet zu dem Zeitpunkt ein Rezept gefunden, wo jemand 100% Jester genommen hat. Als Hopfen für bitteren Aroma, alles. Das probieren wir jetzt gleich. Und wenn das gut ist, dann werde ich mal gucken, ob ich das auch richtig geil nachher zapfen kann. Jetzt werde ich das erstmal aus diesem normalen Zapfhahn hier, also aus dem hier, herausnehmen. So, dann sehe ich euch gleich im Keller wieder. So, hier ist die gute Flasche. Hier ist das gute Glas, wollte ich sagen. Und ich habe gerade nochmal nachgeguckt, wie ich das carbonisiert habe. Ihr habt vielleicht gerade eben in dem Video auch gesehen, dass das Fass, nicht das Fass, diese Bag in a Box, die war ganz schön unter Druck. Ich hatte also beim ersten Bier mit 0,4 Grad Plato Restextrakt über der Schnellvergärprobe ja, umgefüllt, wie heißt das, geschlaucht? Genau, geschlaucht. Und bei dem hier habe ich es dann verdoppelt auf 0,8 und wollte dann auf 3,5 Gramm pro Liter CO2 gehen. Aber das war wirklich schon, glaube ich, an der Grenze. Also dieser Karton hat das sehr heftig zusammenhalten müssen. Dafür ist es wahrscheinlich jetzt ein bisschen prickelnder. Bei dem ersten Bier, was ich gemacht habe, war das so, dass wenn man einen sehr großen Schluck genommen hat, hat man ein ganz klein bisschen Kohlensäure geschmeckt. Und hier gehe ich davon aus, dass das ein bisschen leichter zu merken ist, dass hier Kohlensäure drin ist. So, riechen wir mal dran. Oh wow, das riecht sehr nach Karamell. Ich habe also wieder das Crystal 150 genommen, was typisch für Fullers Biere ist. Das war ja auch die Fullers Hefe. Ich meine, ich rieche auch ein bisschen Orange. Ich habe nämlich das Pitching angepasst im Vergleich zum letzten Fullers Bier. Kohlensäure ist immer noch sehr schwach, minimal besser als vorher. Das überrascht mich ein bisschen. Aber was will man machen, ne? In diese Tasche geht nicht viel Druck rein. Der Geschmack ist unfassbar karamellig-malzig. Ich merke jetzt aber nur wenig von dem Hopfen tatsächlich. Ich hatte ein zweites Bier auch mit der gleichen Hopfung gemacht und da war das deutlich merkbarer, dass zumindest so ein bisschen Stachelbeeren-Aroma rauskam. Ja. Vielleicht ein ganz klein bisschen da, aber das hier dominiert durch das Malz und das ist wirklich unglaublich malzig. Sehr tolles Bier, 14 Grad Brix Stammwürze. Schmeckt extrem lecker. Und ja, wenn alles gut geht, kann ich euch im nächsten Video zeigen, wie das aus der Handpump kommt und euch dann auch mal beschreiben, wie es schmeckt. Wäre natürlich geil, wenn noch ein bisschen mehr Kohlensäure drin wäre. Vielleicht sollte ich auch mal so ein bisschen Torrefied Wheat in solche Biere tun, damit der Schaum stabiler wird. Und ich denke, bei diesem hier war das Wasser jetzt ein bisschen angepasst, aber noch nicht perfekt. Das ist jetzt ziemlich hazy, also Chill Haze, ne? Ein bisschen proteinig. Wenn ich diese Sachen nochmal verbessern kann, dann kriege ich, glaube ich, ein richtig geiles Bier hin, was dann auch aus der Handpump gezogen richtig lecker wird. Okay, und das seht ihr dann vielleicht mit etwas Glück im nächsten Video. Also bis dann. Macht's gut.